Jassas, liebe Freunde des guten Geschmacks. Willkommen auf Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Für die Leute, die es nicht erkennen sollten, wir befinden uns heute kulinarisch in Griechenland. Und zwar werden wir heute einen Lamm-Schmortopf machen mit grünen Bohnen und wie heißen die? Kritaraki. Das sind die griechischen Reisnudeln. Und wie wir das machen, erfahrt ihr jetzt. Für den Schmortopf, Lamm-Schmortopf, benötigen wir 300 Gramm Lammfilet. Ich habe heute kein Lammfilet, sondern ich habe eine Lammkeule. Die habe ich mir pariert und daraus schneiden wir uns Würfel. Dann brauchen wir noch eine Zwiebel, die wir in Würfel schneiden. Gemüsebrühe, ich nehme Rinderbrühe, Gemüsefond auch gut, 400 Milliliter für 2 Personen. 300 Gramm Fleisch für 2 Personen, 100 Gramm die Reisnudeln, dann 1 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Thymian und 2 Esslöffel, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was nachmachen, frischen Oregano. Wer keinen frischen hat, nimmt getrockneten. Und Salz und Pfeffer sowie gehackte Tomaten. Ich habe hier nur Kirschtomaten, aber die zerfallen auch. Und 200 Gramm grüne Bohnen. Und dann fangen wir an. So, das Fleisch ist in Würfel geschnitten, die Zwiebeln sind ebenfalls geschnitten. Jetzt werden wir beides bei starker Hitze anbraten, so etwa 5 Minuten. Dann ablöschen mit der Brühe und dann kommen die Tomaten dazu und dann lassen wir das bei kleiner Hitze alles so etwa eine halbe Stunde lang schmoren. Dann kommen Zimt und Paprika noch dazu und die Reisnudeln und die brauchen dann noch mal eine Viertelstunde und dann können wir auch schon essen. Kommt damit? Damit wir nicht so viel Wasser in der Pfanne haben, gebe ich jetzt erstmal nur die Hälfte von dem Fleisch dazu. Die Pfanne ist vorgeheizt und schön scharf anbraten. Was ich völlig vergessen habe, Lamm ohne Knoblauch geht gar nicht in meinen Augen. Also mache ich da noch 13 Knoblauch rein. Und beim Knoblauch, ich sage es immer wieder, nehmen wir diesen Kern raus. Ganz frischer hat den noch nicht, aber wer den rausnimmt, zum einen ist der Knoblauch besser verträglich, zum zweiten, man riecht am nächsten Tag nicht so stark. Also raus damit. Und das einfach durch die Knoblauchpresse dann. Nachdem das Fleisch jetzt angebraten ist, löschen wir ab mit der Brühe. Das ist mir ein bisschen wenig, deswegen habe ich mir hier noch ein wenig von der Instant-Brühe gemacht. Die Tomaten und Majoran und den Thymian. Und dann kommt ein Deckel rauf und die ganze Sache darf so etwa eine halbe Stunde lang schmoren. Achso, und den Knoblauch, den pressen wir uns jetzt natürlich noch da rein.
Der Lammtopf hat jetzt eine halbe Stunde geschmort. Ich muss mal zwischendurch abschmecken. Boah, geil. Die Lammkeule hat einfach echt mehr Power. Wer den Lammgeschmack nicht so mag, sollte lieber Filet nehmen. Ich mag es, wenn es kräftig schmeckt. Und die Lammkeule ist einfach echt, hat kräftigen Geschmack. So, ein bisschen mehr, bisschen Pfeffer ran. Und das Paprikapulver. Ich habe hier geräuchertes Paprikapulver. Da ist noch mal ein bisschen intensiver. Und dann geben wir die grünen Bohnen dazu. Und den Reis, die Reisnudeln. Eigentlich sind es ja Nudeln. Und dann mischen wir das alles durch und lassen das noch mal eine Viertelstunde kochen. Also 15 Minuten jetzt noch mal, so dass das leicht simmert, ein bisschen vor sich hin kocht, so dass die Kritaraki noch mal 15 Minuten lang ziehen können. Und nun kommen wir wieder zum schönen Teil. Oh. Das Fleisch ist butterzart. Geile, leichte Zimtnote. Super lecker. Die ganze Geschichte hat 8 Dingster. Ich hoffe, ihr kocht es mal nach. Und ich hoffe natürlich, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch da. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund. Euer Carsten.